Willkommen zu einer weiteren Folge Vampyr auf meinem Kanal. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter die Hauptstory machen. Also heißt es, wir gehen in die Kanalisation, damit wir mit der Bannstufe etwas höher kommen. So, wir müssen erstmal hier zum Krankenhaus wieder zurückkommen. Der beste Weg ist hier über die Docks wahrscheinlich. Hier durch. It's locked, all right. Schon wieder verschlossen von der anderen Seite. Hier durch. Dadurch. Da waren wir schon drinne. Die Tür müsste sich öffnen lassen. Hier nach links. Wahrscheinlich kann ich hier rüberspringen irgendwo, oder? Ah, die Brücke. Ich nehme die Brücke. So, darüber? Nee. Da geht's auch nicht drüber. Da. 71 Meter. Oh. Du Sau. So bist du auf einmal so aggressiv. Schwein. Ja, auf der falschen Seite wahrscheinlich. Not a good place for a stroll. Da muss ich irgendwo runter. It's one of them! Mensch. Nö. Hö. Ich muss da einmal durch wahrscheinlich. Einmal hier durch. Dann irgendwo nach rechts. Wo bin ich denn hier? Das ist so verzögert auf einmal. Ich bin doch hier beim Krankenhaus. Ja. So, hier ist die Klinik, da muss ich hier einmal durchgehen. Genau. Jetzt habe ich's. Hier durch, da ist Blut. Hier vorne geht's raus irgendwo. Da muss ich nach rechts. Genau, da ist die Tür. Hä? Hat sich das Gebiet verändert? Lädt. Ja. Da geht's im Zimmer irgendwo hoch. Steady, boys! Die, vermin! Die Waffe ist kacke. Aber ich habe nichts Besseres.
Ich muss in die Kanalisation. Aber hier unten war doch alles zu gewesen. Jetzt kann ich die Kiste öffnen? Ja. Hat gar nichts. Wo ist denn das scheiß Krankenhaus? Da oben. Jetzt habe ich hier 2 Marker. Kriege ich das Scheißding weg? Jetzt. So, Krankenhaus, dahin. There's one of them! This one's mine! So. I'll kill it! So, hier ist die Kanalisation, glaube ich, hier unten. Glaube ich. Jo, hier rein. Hier rein. Wir haben es geschafft, Leute. Applaus für mich. Wir haben es geschafft. Seltene Inhaltsstoffe. Sei vorsichtig, wenn du Gegenstände verkaufst. Ich bin mir sicher, da ich schon irgendwas verkauft habe, was wichtig war. Bin ich mir sicher. Was sagt ihr? Kanalisation. Hey. Ich kann nicht atmen. Da ist zu. Moment, ich komme. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Okay, Tür wurde aufgeschlossen. Versuchen wir erstmal hier zu dem hier zu kommen. Kommt der nächste. Oh, gewöhnliche Stachelkeule. Nice. Ich glaube, die probiere ich dann auch mal aus. Nein, ich wollte nicht da hoch. Da runter. Ich will doch dahin. Muss ich da runter? Schilling. Dann hier durch. Neue Untersuchung, Klaustrophobie. So, du bist doch der Typ, von dem der Are erzählt you hat. injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good.
Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Okay. Kopfschmerzen, da kann ich Ihnen helfen. Okay, ich kann aber jetzt gar nichts machen mit dem. Aber auslaugen kann ich den. Hehe. Okay, hau ab hier. Verschwind. Untersuchung erfolgreich. Aber ich sehe mich hier erst noch mal etwas um. Vielleicht noch irgendwas sein könnte. Okay, hier geht's wieder raus, aber ich will nicht raus. Da geht's auch raus, aber ich will nicht raus. Hier hinten war noch ein Weg gewesen. Genau, bei dem Typen da. Bin tot. Komm, wir probieren mal die Stachelkeule aus. Hier. Die Stachelkeule. Wie ging das? Hier. 110 Schaden. Oh. Oh, oh, oh. Bosskampf, liebe Freunde. Willkommen. Wir ziehen in die Schlacht gegen Kanalbestie. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Schwester Dorsey, Gutschein. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Okay, das hatten wir. Das war die Kanalratte? Ah. Ich verstehe das nicht, warum manchmal hier die Dinger nicht angezeigt werden. Ja? Wo ist denn das jetzt hier? Nee. Da. Verstehe ich nicht. Wo war denn das jetzt? Ich habe mir nicht mal gemerkt, wie das hieß. Man merkt, dass heute Sonntag ist. Muss aber hier da oben dabei sein. Jetzt klicke ich einfach alles an. Tagebuch. Irgendwas wird mir schon eine Info geben. Und? Kommt was? Yes! Haha! Sag ich doch. Perfekt. This is despicable. So, da geht's aber auch noch mal weiter. Das ist ein scheiß Labyrinth hier. Da. Okay, da ist nichts. Was ist das hier? Hier kamen wir her. Da geht's aber auch weiter, oder?
Ja, hier waren wir schon. Wir sind hier einmal rumgelaufen, haben hier die Tür geöffnet da oben. Da ist Loot. Gut, war's das hier unten? Da oben war ich, da war ich. Ich gehe noch mal kurz hier drüben hin. Da waren wir auch schon. Gut, dann hauen wir ab. Ist die Blutspur. Gut, gehen wir raus hier. Perfekt, hauen wir ab. Vampyr. Begib dich nach Whitechapel. Da oben hin. Wenn ich da hingehe, kann ich gleich noch diese Mission hier machen. Die hier? Ja. Weil die ist nämlich da. So, erstmal gucken, ob der Typ hier unten ist. I cannot enter. That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. I must leave for a time. Is that so? Why? Now it's time for you to be patient. It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Machination? Do you suspect another immortal is involved? I hadn't considered that eventuality. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, the stakes tend to escalate quickly. I'll return with case solved or carried on my shield. That was fast. Is that now it's machin? I hadn't. Do be careful. I'll return. Oh, ich hätte gedacht, ich kann dir vielleicht ein paar Fragen stellen. Good evening, Milton. Good evening. Okay, nichts weiter. I'd like Wise choice. Okay, wo sind die Leute hin, die ich gerade geholt habe? Ah, hier ist doch die Dings. Kann ich die Good Mission evening, abgeben? Miss Howcroft. I'm glad to see you safe and back at the Pembroke. And I'm glad to meet you too, mortal. I see things much more clearly since I escaped those hunters. And that includes you, Jonathan. Judging by the look in your eyes,
There is something you want to ask me, Miss Howcroft. Listen to my voice, Jonathan. You can't refuse to answer my questions. Speak now. Tell me about you and that fancy red-headed lady. You mean Lady Ashbury? What about her? Don't resist me. Answer now, Doctor. What's really going on between you two? Ich liebe sie. Soll ich das einfach mal anklicken, um die zu ärgern? There is nothing going on at all. In fact, I barely know the woman. Now, Jonathan. I want you to forget we had this little conversation. You can get back to what you were doing. Do you think about Thomas's death sometimes? Every night. I did not want to kill him. I liked him. And now those hunters want me dead. You're no murderer, trust me. Only a fool would believe otherwise. How long before other mortals start hunting me? As always, blood is the only price for blood. You're safe as long as you stay here. Those people who hunted you have learned their lesson. I can assure you. These walls will not protect me, Doctor. They will never forget the crime I've done. And nor will I. Everything that has happened to you after Thomas's death is a consequence of your illness, Thelma. It is time for you to open your eyes and accept your condition. You are right, Dr. Reed. I have to face what I have done. And what I am. Alas, I can't change that, can I? I am what I am. For eternity. And what exactly have you learned about me? You try to be a decent man, Dr. Reed. And you're trying to make a difference. That's more than most mortals I've ever met. That's quite a statement, Miss Howcroft. But there is more, isn't there? Your interest for my condition. Your subtle innuendos. Are we the same, Doctor? Nein. No. I'm worse than you, Thelma. We both pretend to be something we're not. But my deceptions are far more malignant. For once, I sense real honesty in your voice, Dr. Reed. Somehow that frightens me. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Wässrig, heißschallende Blut. I'll leave you, Miss... Vielen Dank für die Blumen. So, kann ich auch noch mal mit Dr. Swansea sprechen vielleicht? Und die habe ich nämlich schon ewig nicht. Ach so, ich hätte ihn noch mal heilen können. Das mache ich auf dem Rückweg. Do you need something, Jonathan? I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. The matter of Lady Ashbury's blackmailer. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands.
We'll see each Okay. other again soon, Edgar. Do you need... Aber ich kann den gar nicht aussaugen. Und noch überhaupt kein Hinweis. We'll see each other again soon. Ups, wollte ich nicht, sorry. So, hier ist aber... Ist das hier? Nee. Kopfschmerzen. Und die hier kann ich heilen. Okay. So, erstmal hier ins Zimmer gehen. Falsches Zimmer. Genau, hier wollte ich hin. So, erstmal hier die Blutprobe analysieren. Geht das hier? Ne, am Schreibtisch, okay. Na, okay. Aufwerten. Oh, hier kann ich auf einmal mehr aufwerten, okay. Ich habe doch eine abgenutzte Stachelkeule, oder? Knüppel. Ein Teil eines guten Griffs. Ups. Was geht hier? Verbesserte Handhabung, Ausdauer. Erhöhter Schock. Okay, da fehlt mir dann ein Griff. Gut, runter hier. Wir gehen hier hinten rum, einmal um die Ecke, dann nach links. Ich habe noch gar nicht hier die Pistole ausprobiert. So, hier nach links, glaube ich, war es gewesen. Genau. Und dann als geradeaus nach oben. Vorerst. Was ist da oben? Schilling. So, komme ich da auch dahin? Jo. Friedhof. Der Knüppel haut aber richtig rein. Alter, ist das heftig. Der geht ja ab. Jetzt habe ich hier halt wieder die ganze Blutsauger hier. Ach. Ich muss jetzt auch erstmal wieder wissen, wo diese Frau war. Yay. Auf jeden Fall die Ausdauer soll ich ein bisschen höher machen. Die Ausdauer ist sehr schlecht.
Da ist er. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Okay. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Das stimmt wohl. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Ein Hinweis fehlt noch. Ah. Okay, haben wir das hier gemacht? Okay. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I wanted you to know that you have done nothing wrong. Unlike me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too.
Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Sorry, I don't know her. Okay, da ist nichts Neues mehr, da ist auch nichts. Gut, ein Hinweis fehlt. Die ist Bannstufe 3, wir sind Goodbye 1. for now. Gut. So many new graves. Okay, dann gehen wir weiter zur Hauptstory. Ich glaube, was anderes haben wir gerade auch nicht mehr. Außer das hier, die Blindenschrift, die können wir nicht machen. Also noch nicht. Der ist tot. Die können wir auch noch nicht machen. Da bin ich noch gar nicht gewesen. Gut, weiter geht's mit der Hauptstory. Und ich brauche definitiv mehr Ausdauer. So. Hier lang. Ja. This one's mine! Ups, das wollte ich gar nicht. Da komme ich auch dahin. Nimm mal den Weg hier. Nehmen wir den hier. Da ist eine Wache. Look at it! Voll in die Fresse. Hier noch einer. We have to stop it! Oh, ich hab gedacht, das kann ich aufheben. Es hat so geglänzt. Sir, step away! Watch it! It's a killer! Jo. Schilling. Okay. Komm ich da durch? Normal schon. Oh fuck. It's locked, all right. Oh, natürlich. Grüß dich. Kill it! She's dead! Hat er auch noch was liegen lassen? Komme ich hier durch? Yes. Schon wieder 3500 Punkte. Whitechapel.
This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. So, hier war ich halt schon gewesen. Nein! I'm not... Nichts Goodbye. weiter. Okay. Migräne. Good evening. You don't seem well, Benjamin. Oh, I can try it. whoa. A Okay. gun, alcohol. Achso. Kann ich den vielleicht jetzt nochmal On the front. quatschen? Nee. A gun. Die ist gesund. Was mit dem? Erholt sich. Ach, das war der. Good evening. Nichts Neues. Nichts Neues. I'd like to see what... Okay, hat keine Waffenteile. When science fails you, this elixir will give you faith. Unbekannt. Gut, da ist sogar die Mission. Da muss ich rein. It's locked. Gut, geh mal rein hier. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Right now? Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Okay. Muss ich aber auch irgendwie da hinkommen. Aber wie kann ich das sehen? Kann ich hier rein? I will return later. It's locked, all right. Wie komme ich da hin? Allzu viele Möglichkeiten gibt es nicht. Und hier ist ja auch zu, hä? Ja, ich weiß aber. Ich komme hier halt nicht rein. Ach ja, jetzt leuchtet es auch einmal auf. Mhm. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help?
His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me, just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Okay, liebe Leute. An dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge geht's hier rein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, auch einen Daumen nach unten. Aber Hauptsache ein Däumchen. Vielen Dank. Euer Prinz. Auf Wiedersehen. Tschüss.